wir fahren schneller. Wir brennen heller. Unsere Augen leuchten greller. Unsere Augen groß wie Teller. Deutschland, spiegelglatt. Deutschland, spiegelglatt. Adrian Urmel wurde 1974 in Rumänien geboren, wo er nach der Schule eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker begann. Nach der Niederschlagung des Ceausescu-Regimes wanderte seine deutschstämmige Familie nach Deutschland aus, wo er seine Ausbildung am Bodensee fortsetzte. Er verweigerte den Wehrdienst und leistete Zivildienst in einer Berliner Einrichtung für Schwerbehinderte. 1997 konvertierte Adrian zum Islam, um sich mit der türkisch-iranisch-stämmigen Miss Germany des Vorjahres zu verloben, heiratete aber, nachdem er 1998 selbst zum Mr. Germany gewählt worden war, 2003 die deutschstämmige Miss Germany aus dem Jahr 2000 christlich. Es war die erste Ehe zwischen einem Mr. Germany und einer Miss Germany. Im 1000-Einwohner-Ort Reuden im südlichen Sachsen-Anhalt bezogen die beiden das Haus neben Adrians Schwiegereltern. Vor dem Haus lag ein Feld, hinter dem Haus stand ein hoher Mobilfunkmast. Ein paar Häuser nach links verlief eine Landstraße und ein paar Häuser nach rechts ein Bahngleis, hinter dem ein riesiges Braunkohleabbaugebiet begann. Adrian und seine Frau verpassten ihrem Haus eine aprikotfarbene Wärmedämmung und antikisierende Eingangssäulen und dekorierten ihre 2 Söhne für die Presse als künftige Mr. Germany. Derweil studierte Adrian Wirtschaft, arbeitete für verschiedene Mobilfunkunternehmen und machte sich schließlich mit einer Firma für Solarenergie selbstständig. In den 2000ern war das in Deutschland ein vielversprechendes Geschäft, denn die Installation von Sonnenkollektoren auf Privathäusern wurde staatlich massiv subventioniert. Doch infolge der Weltfinanzkrise brach der Markt für Eigenheime ein und Adrians Firma geriet ins Straucheln. Er konnte seine Steuerschulden und Hypotheken auf das Eigenheim nicht mehr bedienen. Warum wurden die Banken, die die Weltfinanzkrise verursacht hatten, vom Staat mit Abermilliarden gerettet, während unbescholtene Bürger das Geld bis zum letzten Cent abgepresst wurde? Die Bundesrepublik erwies sich für Adrian als ein Unrechtsregime, das sich im Grunde nicht von Ceausescus unterschied. Als Adrian von der Reichsbürgerbewegung erfuhr, dass die Bundesrepublik gar kein legitimer Staat war, erklärte er 2014 sein von Pfändung bedrohtes Haus und Grund kurzerhand zum eigenen Staat, den er nach der ersten Silbe seines Nachnamens Ur nannte. Er entwarf eine an die Reichsflagge angelehnte Flagge, setzte sich selbst als Verweser für das Deutsche Reich ein und zahlte fortan weder Steuern noch Zinsen. Auf YouTube wetterte er gegen die Versklavung der Menschen durch ein von namenlosen Eliten gelenktes Bankensystem, ein Mickey-Maus-Grundgesetz und die 2 Vollpfosten an der Spitze der Bundesrepublik, Kanzlerin Frau Ferkel und Präsident Herr Gaukler. Adrian stellte Befangenheitsanträge gegen Mitarbeiter der Justiz, machte selbst Forderungen in Höhe von bis zu 90 Millionen Euro in Gold geltend und sprach der Bundesrepublik das Recht ab, ihn mit seinem Namen zu adressieren. Ich bin das, was ich sage. Einen Namen habe ich nicht. Als der Gerichtsvollzieher sein Haus nach der Zwangsversteigerung 2016 zwangsräumen wollte, wurde dies von Adrian und 120 per Internet mobilisierten Unterstützern verhindert. Adrian stellte ein Video auf YouTube, in dem er drohte, wenn irgendeine Sau versuchen sollte, uns hier von unserem heiligen Boden zu entfernen, wird das mit Blut bezahlt werden, egal ob Frauen, Kinder, Schwangere. Der Staat Ur gehört den Menschen in Ur. Er zeigte ein Foto des Gerichtsvollziehers mitsamt Namen und Adresse und erklärte, sei bereit zu sterben. Ich werde dich abschlachten wie Vieh. Tags darauf rückte ein Sondereinsatzkommando mit 200 Polizisten an, um Adrian festzunehmen. Seine Unterstützer bewarfen die Beamten mit Flaschen und Steinen und verletzten einen durch Bisse. Adrian bedrohte die Beamten mit einem Revolver. Beim folgenden Schusswechsel wurde Adrian lebensbedrohlich und ein Polizist leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen Adrian wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Doch war fraglich, ob er als Erster oder überhaupt geschossen hatte.
Adrian behauptete, nur mit einer Requisite hantiert und damit nicht einmal gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben. So oder so wurde er zum Helden der Reichsbürgerbewegung. Entweder hatte er sich als erster Reichsbürger der bundesrepublikanischen Polizei mit Waffengewalt widersetzt oder war als erster Reichsbürger zum Ziel polizeilicher Waffengewalt geworden. Noch während des Prozesses starteten seine Anhänger eine Crowdfunding-Kampagne, um im von Deutsch Südost beanspruchten Gebiet die frühere NVA-Kaserne Groß-Seeberg und das angrenzende Ackerland zu erwerben und dort ein eigenes Reich namens Urland auszurufen. Die Kaserne verfügte über 4 Etagen mit insgesamt gut 100 Zimmern, jedes mit einem großen Fenster mit Blick ins Grüne. Auf dem Dach wuchsen bereits Bäume, aber es regnete noch nicht durch. Das Gelände war zuletzt für eine Hühnerfarm und als Pferdekoppel benutzt worden. Über einen Waldweg erreichte man die Bunker einer ehemaligen Raketenabwehr. Urland war das erste größere Anwesen, das von einem Kollektiv von Reichsbürgern erworben, bewohnt und verwaltet wurde. Die Verfassung sah Adrian als König vor. Xavier Christ konnte als Interimsregent für die laut Gerichtsurteil 7 Jahre gewonnen werden, die Adrian im Gefängnis einzusitzen hatte. Um sich vor bundesrepublikanischen Schikanen zu schützen, bemühte man sich um den offiziellen Status einer gemeinnützigen Stiftung, die Menschen, die unter der grassierenden Reichsbürgerpsychose litten, Heim und Betreuung anbot.